Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des belgischen Bunkergeschützstandes mit ACG-1-Turm von Blitzkitz im Maßstab 1:35. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg haben die Belgier sehr umfangreiche Befestigungsanlagen angelegt, um ihr Land zu schützen. Da gab es kleine MG-Stände, große Festungen und dann eben auch mittlere Anlagen, die dann auch diverse Geschützstellungen hatten oder eben dann auch so Geschützkuppeln. Dafür wurden oft die Türme von den ACG-1-Panzern verwendet. Das ist eigentlich der französische AMC-35-Panzer, der in den 30er Jahren nach Belgien exportiert wurde und da eben unter der Bezeichnung ACG-1 geführt wurde. Diese Bauart wurde hauptsächlich rund um Seebrücke verwendet, wie man auch hier lesen kann, aber es gab auch andere Stellen in Belgien, wo das verwendet wurde. Ja, die Ortsnamen sagen mir jetzt da relativ wenig, aber auf jeden Fall sind sie da aufgelistet. Leider konnte ich bisher nur relativ wenig Fotos von den echten Geschütztürmen finden, aber auf denen, die ich finden konnte, ist sehr oft eben hier diese Bemalung zu sehen, die eben eine Backsteinmauer imitiert. Das finde ich ganz interessant. Der Bausatz selber ist zum ersten Mal 2003 erschienen bei Blitzkitz. Den Hersteller kannte ich bis vor kurzem noch nicht, da bin ich letztes Jahr zum ersten Mal drauf gestoßen und die haben sehr viel im Angebot, vom Ersten Weltkrieg bis in die Anfangsjahre des Zweiten Weltkriegs hinein. Recht interessant. Alles aus Resin, gibt es auch komplette Fahrzeugbausätze, Geschütze, Figuren, aber eben auch Zubehör und dann eben auch diesen Bunker, den ich eben ziemlich spannend fand. Darum habe ich mir den einfach mal bestellt. Die Verpackung ist sehr spartanisch. Das ist einfach nur ein wiederverschließbarer Plastikbeutel mit einem Beipackzettel und den Resinteilen drin natürlich. Könnte ein bisschen besser sein. Ich denke, ein Karton oder so könnte das sicher nicht schaden. Aber wie man sehen kann, die Resinteile sind relativ groß und ich denke, dass es da normalerweise nicht zu Beschädigungen kommen dürfte. Schauen wir uns noch kurz den Beipackzettel an. Hier eben, wie schon erwähnt, die Auflistung der Orte, an denen dieser Typ von Geschützturm eingebaut war. Und auf der Rückseite haben wir dann eine rudimentäre Bauanleitung. Viel ist es nicht. Und dann hier auf Französisch noch ein bisschen Hintergrundinformation. Ich habe es mir übersetzen lassen, es ist nicht sehr ergiebig. Ja, aber immerhin besser als nichts. Ja, damit können wir arbeiten. Viel mehr braucht es bei den paar Riesenteilen ja auch nicht. Hier dann alle Bauteile des Bausatzes im Überblick. Viel ist es nicht, wie gesagt. Wir haben hier die Betonkuppel, den Turm selber, ein Geschützrohr und ein paar Kleinteile. Und was dieses Teil sein soll, weiß ich nicht. Es taucht auch in der Bauanleitung nicht auf. Ja, ich weiß nicht, was dieses Teil in der Verpackung macht, aber es ist auf jeden Fall dabei. Schauen wir uns erst den Turm an. Das ist ein solides Resinteil. Und schön finde ich, dass wir hier keine Angusblöcke haben, die wir irgendwie absägen müssen, sondern das ist schon mehr oder weniger fertig. Wir haben sehr schöne Oberflächendetails, hier die Nietköpfe und Seeschlitze. Hier hinten auch Scharniere, das ist eigentlich ganz schön. Ja, hier müssen wir ein bisschen was versäubern. Das ist aber wirklich nur minimal. Das kann man ganz leicht abschleifen. Das ist keine schwierige Arbeit. Ja, sieht sehr hübsch aus. Schön finde ich auch, dass hier die Turmluke offen darstellbar ist. Bei vielen Vollresin-Bausätzen ist das oft keine Option. Aber hier hat sich der Hersteller die Mühe gemacht und da eben entsprechend eine Vertiefung offen gelassen. Das ist eigentlich ganz schön. An der Stelle sei dann noch erwähnt, dass es von Blitzkitz einen kompletten AMC-35 Bausatz gibt aus Resin. Also da wäre jetzt der Turm hier nur eine Komponente davon. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir hier diesen Geschützturm bestellt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie die Qualität ist, bevor ich mir da einen kompletten Fahrzeugbausatz bestelle. Aber nachdem ich das hier gesehen habe, würde ich doch meinen, dass die Fahrzeugbausätze, gerade von so einem Panzermodell, wahrscheinlich auch schön umgesetzt sind. Also,
Macht wirklich einiges her, ist schön gemacht. Schauen wir uns dann die weiteren Teile an von dem Geschützturm. Hier die Kanone. Mündung ist offen. Bisschen was gibt es zum Versäubern. Bisschen Grat hat es einfach immer. Das kann man nicht ändern. Hier hinten, das ist der Angusblock, der wird abgetrennt. Ja. Rohr ist auch gerade. Ja, kann man auf jeden Fall so hernehmen. Da braucht man kein Alurohr. Das ist wirklich gut. Und dann haben wir hier noch ein paar Kleinteile. Das hier ist das Koaxial-MG. Das ist die Luke für den Turm. Und dann haben wir hier noch ein paar kleine Ösen und Deckel. Ja, ein bisschen mehr Grat hier und Fischhaut. Aber das ist eigentlich leicht zum Entfernen. Also da würde ich mal sagen, gibt es keine Probleme. Und dann gibt es noch das mysteriöse Teil, wo ich immer noch nicht weiß, wo es dazu gehört. Also, falls ihr eine Idee habt, was das ist, lasst es mich wissen. In der Bauanleitung taucht es nicht auf und ja, ich sehe auch jetzt nicht direkt, wo es sonst hingehören könnte. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das betonierte Dach des Unterstandes. Sehr schöne Betontextur. In der Mitte haben wir hier einen Anrichtstift, auf dem dann der Turm ganz gut drauf passt. Schön gemacht. Es stehen hier auch noch so Bolzen über. Einer ist hier abgebrochen, wie man sehen kann. Aber das ist leicht zum Reparieren. Das ist nicht weiter schlimm. Ja, zum Versäubern gibt es hier eigentlich nicht viel, außer vielleicht hier am Rand. Das sieht vielleicht nicht so schön aus, wenn man das hier noch mehr oder weniger eben schleift. Dann passt es auch. Unterseite ist jetzt nicht so schön, aber ja, normalerweise wird man das ja sowieso in ein kleines Diorama oder so einbetten. Da sieht man von der Unterseite eh nichts. Also da würde ich jetzt persönlich gar nichts machen und das irgendwie flach schleifen. Also vollkommen egal. Und hier oben, wo es drauf ankommt, ist alles sehr schön detailliert. Damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das zusammen aussieht, habe ich jetzt einfach mal das Kanonenrohr hier befestigt und den Turm auf die Platte gesetzt. Ja, sieht eigentlich ganz fetzig aus, finde ich. Hier dann eine 1:35er Figur zum Größenvergleich. Also ist jetzt nicht gewaltig das Ding. Ja, finde ich ganz nett. Ist ein interessantes Thema. Kann man auch schön bemalen und altern. Also ja, ist was Nettes für zwischendurch. Und es hat auch nicht jeder sowas. Alles in allem ist es ein kleiner und schöner Bausatz, der, obwohl er aus Resinteilen besteht, relativ unaufwendig zum Bauen ist. Viel zum Versäubern gibt es nicht und die paar Teile zu installieren ist jetzt nicht wirklich ein Hexenwerk. Außerdem sind die Details recht schön umgesetzt und die Vorbildwahl als solche ist sowieso der Hammer. Zum Thema belgische Armee im Zweiten Weltkrieg gibt es so gut wie nichts. Eine Handvoll Resinfiguren vielleicht, aber das war's dann auch schon. Ja, da ist jeder Bausatz zum Thema mir absolut willkommen. Dieser Geschützturm ist leider nur bei Blitzkit selber erhältlich. Kostet da 28 €. Bisschen Versand kommt noch drauf und ja, dann sieht man schon. Ist nicht ganz billig, aber ja, mir war es wert. Ich wollte einfach wissen, was das ist, wie ist die Qualität und ja, finde das Teil einfach super, mir gefällt's. Da sind dann die 28 € auf jeden Fall gut angelegt. Ich habe vor, diesen Geschützturm in ein kleines Diorama zu integrieren. Da kommen dann vielleicht noch 1 oder 2 Figuren dazu und das war's dann auch schon. Klein, aber fein, soll nicht so übermäßig aufwendig werden. Besonders interessant wird dann sein, diese Bemalung hier umzusetzen. Das stelle ich mir ganz spannend vor und ich denke, dadurch wird dann dieses kleine Diorama auf jeden Fall ein ganz netter Hingucker werden. Soviel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.